Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und berichte diesmal in meinem Video über die aktuellen Spur 1 Highlights, die auf der Hausmesse von KM1 am 3. Dezember 2022 präsentiert wurden. Hier im Video ist bereits Andreas Krug von KM1 bei der Eröffnung der Veranstaltung zu sehen und zu hören. Jetzt aber zu seinen Spur 1 Modell-Highlights, die ich sukzessiv hier auf meinem YouTube-Kanal auch in ein paar Einzelvideos genauer vorstellen werde. Ja, aktuelle Handmuster. Wir sehen auf der Anlage hier das Serienmuster von der Baureihe 91. Die Baureihe 91 wird laut unserem Hersteller, wird in unserem Stammwerk gebaut, noch im Dezember fertig. Die größte Fragestellung ist nur die, kriegen sich die Zeit noch ohne Lockdown? Muss man dann mal anschauen, sage ich heute Nachmittag noch mal ein bisschen was dazu. Aber das Handmuster von der 91 fährt hier auf der Anlage und ist schon da. Frisch gekommen zu Friedrichshafen bereits, da haben wir die S26 gezeigt, ist die bayerische S26. Eine unwahrscheinlich elegante Maschine. Wer sie bestellt hat und wer da Interesse hat, bitte anschauen. Sie ist werkseitig, geht eben schon ausverkauft. Wir machen Autos, darf ich Ihnen sagen, nichts mehr. Das kennen Sie von uns auch. Wir machen keine Lok mehr, als bestellt wurde. Das ist zum einen ein Thema der Werthaltigkeit, dass wenn man die mal wieder verkaufen möchte, dass sie auch gesucht ist. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir unseren Job gut machen und die Lok auch gewollt wird und dieses Haben wollen auch irgendwo sich einstellt, dann ist es so, dass sie auch gebraucht oder als Secondhand oder von mir aus der Sammlung raus eine gute Preise erzielen. Also S26 ist da, steht hier auch auf der Anlage. Wir wurden gebeten, oder was heißt gebeten, immer wieder haben wir die Anregung bekommen von Kunden, ja, könnt ihr nicht auch so bewegliche Kolbenstang-Schutzrohre reinbauen. Das ist so, wir haben diese dynamische Schutzrohre 2008 mal entwickelt. Wir haben uns dann damals, da waren wir noch in Südkorea mit Webtrain, was eigentlich damals unser Stammwerk war, der dann leider irgendwann aufgehört hat und Konkurs angemeldet hat. Das war insgesamt für uns auch sehr überraschend. Hatten wir das mal entwickelt und gemeinsam beschlossen, wir bauen es nicht ein. Zum damaligen Zeitpunkt war es einfach noch A, zu früh, B, man muss immer überlegen, es ist eine Mechanik, die kaputt gehen kann. Und wenn die nach ein paar Jahren kaputt geht, zahlt die Reparatur nicht nur ich, sondern Sie. Also muss man sich einfach mal auch überlegen und man kann diese dynamische Kolbenstang-Schutzröhre nicht in jede Lok einbauen. Zum Beispiel in die 59, die hier auch steht, ist es unmöglich, weil letzten Endes die Vorlaufachse und der Radreifen die Flucht vom Kolbenstang-Schutzrohr überschneidet. Da hilft es nichts mehr, wenn das abklappt. Sobald wir eine Überschneidung haben zwischen dem Vorlaufrad und der Flucht vom Kolbenstang-Schutzrohr zu nah am Zylinder, kann ich es ja nicht mehr wegbewegen. Gell? Das heißt, diese Knickbewegung, die nach meinem Begriff unnötig ist und ein bisschen gackelig ausschaut, weil ich bin ja auch ein bisschen Echtdampfer. Ja? Ein weißer Kolben, der abknickt, bewegt sich ganz schlecht. Ja? Ist ja überhaupt nicht erstrebenswert. Aber es ist jetzt einmal hier in die S26 eingebaut als, ich sage es mal, als Testballon und als Fallstudie, ob es bei unseren Kunden tatsächlich ankommt und ob wir das weiter einpflegen wollen und müssen, wird sich dann zeigen. Aber Sie können es hier an dem Modell auch mal anschauen. Dann, wie schon erwähnt, die Baureihe 59, da gibt es ja auch schon auf unserem YouTube-Kanal, wo ich Sie auch immer herzlich dazu einlade, einfach sich zu informieren. Es werden auch heute 2 Premieren dort sein. Ein kleiner Film über den SS15 und über den WR4Ü28, den Speisewagen. Baureihe 59 war schon früher präsentiert, die war auch in der letzten Magazinsendung schon da. Auch ein Modell, wo ich sehr froh bin, dass wir das jetzt endlich auch mal zeigen können, weil es ist schon eine spezielle Lokomotive. Der einzige Sechskuppler, der in Deutschland überhaupt gefahren ist und passt aber halt ganz wunderbar auch zu der württembergischen C. Also wer die württembergische C hat, der sollte die am besten nicht allein lassen, um den Kader zu nehmen. Aber ich kann Sie auch hier beruhigen, auch hier sind die Stückzahlen schon fest und es sind alle vergriffen. Es ist momentan, soweit ich weiß, außer meine Schwiegermutter Frau Mölle hat da noch irgendwas in der Schublade, soweit ich weiß, ist es schon voll verkauft. Also Baureihe 59 wird kommen, vermutlich 3. Quartal nächstes Jahr. Das sind jetzt momentan die letzten Zeichnungen in Korrektur und dann wird es die Produktionsfreigabe und dann läuft es. Auch hier auf der Anlage haben wir unseren SS15, den Schienentransportwagen Köln, der eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat, in der Entstehungsgeschichte. Der war also auch bei 2 verschiedenen Herstellern im Vorfeld, mit denen wir dann, oder wo wir dann eine Entscheidung getroffen haben und entschlossen haben, dass wir mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Das hat
Also es ist nicht so, dass wir da jetzt enttäuscht sind oder batzig, sondern man muss ganz nüchtern bleiben und sagen, wir haben sehr hohe Ansprüche und wenn diese Ansprüche nicht erfüllt werden können, macht es keinen Sinn, dass wir jeden dazu versuchen, zwingen, diese zu erfüllen, wenn sie es nicht können. Es gibt nur Frustration und am Schluss warten alle noch länger und es kommt dann nicht das dabei raus, was wir gerne hätten. Deswegen haben wir es in unser Stammwerk zurückgeholt. Da ist während der Corona-Zeit in den letzten 2 Jahren noch ein Zweigwerk entstanden. Das heißt, in unserem Stammwerk in Asien, die auch nur für uns fertigen und für keinen anderen Hersteller, ist es so, dass die jetzt 2 Werke haben. Und in dem zweiten Tochterwerk sozusagen wird gerade dieser SS15 Köln gebaut und ich weiß, dass der Field Manager, der Vorarbeiter, der da ist, einfach das in Perfektion kann. Der beherrscht sein Handwerk, der weiß genau, was wichtig ist, was zu tun ist. Und ich denke, das sieht man auch schon am Handmuster sehr gut, dass das nicht schlampig gemacht ist oder irgendwie mal schnell husch husch dahin gepfuscht. Hauptsache, wir können schnell liefern. Liefern ist sehr wichtig, wir leben auch vom Verkauf, ich weiß das. Und manchmal, oder in den letzten 2 Jahren meistens, kommt alles später, als wir uns das wünschen. Aber ich bin auch nicht als Zauberer geboren in diese Welt. Gell? Wir müssen auch mit den Realitäten leben. Aber schauen Sie sich das Modell an, lassen Sie sich vorführen. Dann der WF 28 von vielen Weisen lange erwartet, passt zu den D36, zu den D28. Natürlich auch zu unserem PW Postfee Ö28 mit Speisewagen und Züge mal zu ergänzen, bin ich jetzt auch froh. Es ist kein Zuckerschlecken, den zu bauen, weil im Prinzip will so ein Wagen niemand mehr bauen. Ich sage heute Nachmittag auch noch ein bisschen was dazu, aber er kommt jetzt nächstes Jahr, er ist in die Fertigung fest eingeplant und ja, nimmt dann halt auch eine gewisse Zeit lang einen Produktionsblock weg, den wir auch für eine Lokomotive nutzen können in der gleichen Zeit. Die Bauzeit ist in etwa gleich lang, wie wenn wir eine Lok bauen, so einen Wagen, weil es so viel zu maskieren, lackieren gibt, so viele Einzelteile und dann ist doch das auch noch aufwendig mit der Beleuchtung, jede Tischlampe ist einzeln beleuchtet, also das sind ja alles so, da muss man Drähte hinziehen, ne? Also das kann man jetzt nicht irgendwie über Funk machen und deswegen wird dann so ein Projekt noch aufwendig, aber ich bin froh, dass der auf der Zielgeraden ist. Dann haben wir in Spur 0 unsere Baureihe 75 als Handmuster da. So, das war's mit meinem kleinen Überblick zu den Spur 1 Modell-Highlights, die KM1 auf der Hausmesse in Lauingen präsentierte. Vielleicht sind Sie ja jetzt neugierig auf meine ausführlicheren Einzelvorstellungen der Modelle. Servus, bis zum nächsten Video. Ihr Peter Pernsteiner.